Vielleicht hast du schon einmal darüber nachgedacht, dir psychologische Unterstützung zur Seite zu holen. Fragst dich aber, wie finde ich eigentlich die richtige Therapeutin für mich? Und woran erkennt man einen guten Psychologen? Mein Name ist Kerstin, ich bin Psychologin bei InstaHelp und in diesem Video erkläre ich dir, wie du einen guten Psychologen oder eine gute Psychologin für dich finden kannst. Wenn du wissen möchtest, wie du möglichst schnell einen guten Therapeuten oder eine gute Psychologin für dich finden kannst, dann solltest du dir folgende Fragen stellen. Willst du lieber mit einem Mann oder mit einer Frau zusammenarbeiten? Sollte diese Person älter oder jünger sein als du? Welche Themen sind wichtig für dich? Welche psychotherapeutischen Methoden oder Modelle kennst du vielleicht schon und möchtest du gerne ausprobieren? Und schließlich, wie erkenne ich, welcher Psychologe oder welche Therapeutin am besten zu mir passt? Der richtige Psychologe, die richtige Therapeutin, das ist natürlich keine allgemeingültige Beschreibung. Denn richtig ist diese Person dann, wenn sie für dich gut passt. Während ein Mensch gerne mit jemandem reden möchte, der ganz ruhig und besonnen ist und einfach durch das Zuhören einen Fels in der Brandung darstellt, wünscht sich jemand anders einen Psychotherapeuten oder eine Psychologin, die aufgeweckt viele Fragen stellt und ganz konkrete Ratschläge gibt. Umso wichtiger ist es, für dich herauszufinden, was dir eigentlich wichtig ist. Mach dir daher aufgrund der Profilbeschreibung vorher schon ein Bild, ob die Person für dich gut passen könnte. Bei InstaHelp unterstützen wir dich in diesem Prozess, indem wir anhand von dir ausgewählter Kriterien Psychologen oder Psychologinnen vorschlagen, die für dich perfekt passen könnten. Auch wenn es kaum allgemeingültige Richtlinien für einen guten Psychologen oder eine gute Therapeutin gibt, so gibt es doch einige Kriterien, die ein qualitätsvolles Arbeiten auszeichnen. An erster Stelle steht die Ausbildung oder die Qualifikation, die eine Person mitbringt. Du solltest aber auch immer beobachten, ob Datenschutz, deine Sicherheit, Anonymität und Verschwiegenheit gewährleistet werden. Wichtig ist auch, dass du dich wohl und wertgeschätzt fühlst. Hinterfrage auch immer, ob die Person auf deine Bedürfnisse eingeht und du jederzeit die Möglichkeit hast, den Prozess aktiv mitzugestalten. Achte auch darauf, dass der Therapeut oder die Psychologin dich niemals für deine Themen verurteilt. Und beobachte, ob deine Grenzen gewahrt werden, indem eine professionelle Balance zwischen Nähe und Distanz besteht. Ein für dich passender Therapeut oder eine für dich passende Psychologin zeichnet sich in jedem Fall dadurch aus, dass diese Person ganz individuell auf dich und deine Bedürfnisse eingeht. Wenn du auf diese Aspekte achtest, dann steht einem erfolgreichen Zusammenarbeiten und einer Besserung nichts mehr im Weg.